Ja, ich komme Stream. Toller Witz. So, jetzt sollten die wieder zurück sein. Wer sich jetzt hier die Shadowplay verabschiedet hat. Ja, machen wir es jetzt einfach so. Das fand ich aber in 1000 Jahren sehr, so weniger Lizenz hat. Jetzt mal, oder? Nee, ist nicht angedrückt. Ja. Ne? Ich habe es einfach geschrieben, so wie die Polare gab. Toller Witz. Hier ist ja lustig. Oh ja. Warum machen die das alle wegen den Frauen des Fortnite? Ach, die professionellen guten Star Wars Serien, die man gezeigt. Ach nee, Star Wars Endless wäre so hoch für die Fortnite-Spieler, weißt du. Das ist intellektuell so hoch für die. Jo. Ich hoffe, die Versuchung ist jetzt nicht mehr ganz so. Ich denke schon. Noch ein Stream komplett mit diesem Bau gefüllt. Boah, ne? Das sollte jetzt funktioniert haben. Hoffentlich. Ja, wenn sich jetzt einfach dieses Schild verabschiedet hat. Ne, wenn ich funktioniert, weil ich ein bisschen schleifen will. Der ganze Ding hat After Effects gemacht hat von dieser Phase. Das ist das einzige professionell hier mal im Kanal gemacht hat. Weil ich habe ja immer dieses 2 Minuten nicht mehr.
Warte. Weiß ich von Todessternen oder? Also, schon wieder stark. Ja, stimmt sogar, weil nicht was daraus. Ach, Secret Theology, so. Ah, ja, wir haben, ja, wo du finden und nochmal quasi so bei Sachen gucken. Und der Hochzeit und so weiter. An dieser Roboter reingekommen. Das ist halt dieser Disco-Ball. Wozu soll ich nach was sagen? Toller Witz. Nein, jetzt wieder müssen wir noch warten auf den nächsten Folgen. Das ist auch vorbereitet. Ja, mit dem Privatsparen. Man kann sich auch noch da reingeladen werden, dann kann ich mich auch besaufen in diese Musik. Zum ersten Mal in meinem Leben und dann. Ja, aber alles scheiße. Ja, doch, ist es nicht so weit, Leute. Ja, wir sind auch mal ein bisschen was anderes fahren. Sechs Star Wars Fans allein ist. Okay, kann ich versuchen, es mit dem machen? Und Brudi, Alter. Schmeckt so richtig, Alter. Ich hoffe, dass das Essen nicht wieder hochkommt. Jetzt so schnell war, Alter. Zwischen den Mund also. Ernst vom Streaming. Was raus so. Kriegst du gar nicht so gut. Mag ich schlecht nicht, Alter. Aber wie halt. Insane, 6 Star Wars Fans müssen sein fähig. Star Wars Fans dürfen together. Okay, mal sehen, wie sie kriegen. Wahrscheinlich nicht. Meinen die jetzt. Behaupten. Alright. You've ever heard of tragedy? Like, Nice. Yes. Yes. You like dark? Maybe we should start with like. I don't know, das Ding ist. Als das gesehen habe, hatte ich überhaupt nicht. Ne, das habe ich hier. Bitte jemand. Es war so. Meine war fliegt. What's up? My name is Brendan. I've been a Star Wars fan pretty much since conception. My father passed it on to me, and the prequels are my favorite. Episode 3, Revenge of the Sith, the best one. Genau, Vater.
Ja, das ist einfach nicht innovativ. Das als Star Trek glaube ich, so mal geguckt. Ja, ne? Was so ein bisschen. Ja, das war 2010, habe ich zum ersten Mal. Das war crazy. Ja, das hatte ich heute angefangen. Ja, auf Captain Works sind es halt so. Auch wieder mit. Ja, wirklich. Also, wenn das schon mal jetzt bekommt. Sehr gut. Das ist wahrscheinlich richtig falsches Fall hier. Ja, und das war so. Das ist wieder seit die richtig Figuren, Alter. Ich glaube, Fives ist noch davon. Das ist halt so für jemand so random, Alter. Das ist Aussendung, Alter. Auf jeden Fall. Das ist so gut. Der könnte so. Nee, das ist jetzt vor. Wir packen einfach mit Star Trek von der Runde. Die ersten sind automatisch. Glaube ich. Also die haben. I just think that the clone is like that scene coming into the clone factory, you get out and you realize, oh my god, this is like ridiculous. And when the music hits and that whole water music, like, and just like rain, I'm a rainy person, so Yeah, it's dedicated to like rain and water and like cloudy moody. Yeah, it set the tone perfectly for me, so that's my vibe. I'm Aoife, I'm 26. I've been a Star Wars fan for probably as long as I can remember, but I'm also a prequels defender. Story is my favorite. Revenge of the They're Sith. cool now. They're cool. I love the necklace, by the way, the pet. Jetzt ist die Love Secret it. Programm, also. Yeah. That's sick. My name is Sam. I'm a Star Wars fan. Yeah, I love like. And I also like the lore behind the scenes, like the Commandos, what was happening on Geonosis and all that stuff. Yep. So, yeah. Hi, I'm Nicole. I'm 20 years old. I've been a Star Wars fan since probably around 10. Passed it on from my father. I actually didn't know the prequels existed until I was probably like 15. Because my dad was like, no, we're not watching that. And I was like, sounds good. Whatever. Die würde ich auch schon mal Mutter gesehen, damals Lisbeth. Hey, das sind zwei eingeschlafen und. Aber gut. Kann allerdings halt diesen. Und. Ja, und die halt verletzt. Das ist sehr lustig. Ja, das juckt jetzt. Ja, warum hängen die so? Bitte. Ja, guck mal, das ist ja. Das ist halt vielleicht doch nicht. Das, bei Discord, ich weiß halt. Ja, auch 12. Ja, 85.
bei 85. Das ist Discord einfach. Auf 50 eigentlich. Because we're not gonna watch them. So. Was it religious thing? No, they're just terrible. Like, I love 456. My favorite movie is Invidea. I wrote a 6-page essay on it for my college. Das ist ganz kämpfen. Toller Witz, genau. Warte mal, wenn ich ein Schwein bin oder Vater bin, dann bist du ja auch ein Schwein. Ja, Freunde. Ja, ich glaube, die ja, guck dir die Sequels an. Das, halt, ne, kenne ich halt. Ich habe auch gespielt. Ja, ist aber so viel anderen geilen Star Wars Content. Interessiert einen das actually nicht mehr. Machen sie das in Fortnite, Alter. Na gut, lohnt sich für Disney ja, also wir machen uns. Ist, Obvious World Race. Race mit dem Quick Touch. Glaube ich, es wird schon wieder auf die BD. Ich habe irgendwie mal Bock gesehen. Gerade. Marx's criticism, feminist criticism. It was a good time. Good time. Hi, my name is Faith. I'm 24 years old. I kind of became a super fan when I hit middle school. In my house, we have kind of family relations to George Lucas, so we always watching the movies. So I started with the original trilogy. Okay, wenn das so logisch ist, das ist, oder? Ich bin gleich mal also Disney. Na gut, ich glaube aber, sonst wird die Android vielleicht nicht hinbekommen. Doch, keine Ahnung. Alles dann immer ruhig. Ja. Also wechseln nicht. Was war das hier nochmal? Ja, so. Ja, wir brauchen schon eine Frage. Sehr witzig. Ich möchte sagen, die es nicht gucken. Und diese Story mit der Family Relation ist halt auch. Die ist sehr fake. Die können auch fake sein, also nicht die Family Relation, sondern wahrscheinlich ist das. Yeah, I kind of that is. That's the best part. Lightsaber battle. Yeah. That's a I'd love to say a question though for like trivia. How do we get up? What's the consensus? I think Okay. Yeah, I got an even better. Ja, vielleicht. Ja, ich bin im Stream. Weil ich kann's immer rein, oder? Ja, raus.
Lustig. Naja, dann werde ich wohl wieder rangehen müssen. Dann bin ich hier leider falsch. Wie aber dieses Standard, Leute. Jar Jar Binks. He's the only reason I will not rewatch any of the prequels. I turned it on the other day. This is getting Turned crazy. that thing right off. Okay, He's not that bad. He's kind of silly goofy. my biggest rage bait for sure is like, I hate Jar Jar Binks. If you're really into this, you either have a very strong opinion of like, I love Jar Jar Binks, or like, I hate Jar Jar Binks. Ethan did not say anything about it. Do you guys like have like a favorite like spin-off? Oh, I love the video games. Yeah. The video games? Lego Star Wars. Specifically Ja. Ja, das ist halt so wie was ist verständlich ist. Bitte durchhalten. The only video game Yeah, I that's ever the one played wrong my thing whole to do. life was Lego Star Wars Wii. classics. Like, that's what, Das glaube ich aber I don't know which one. It was Episode 3 and it's a complete saga. Aoife had talked about a little bit of experience with the video games, and then she didn't know which video game exactly she'd played. If you were a big Star Wars fan and you played the video games, then you know what you played. Okay, the complete saga, because I could be like in Hoth, like as Anakin Skywalker. Like you could like play your favorite movie. I actually did So like that. yeah, that's the only game I played as well. Because we had a Wii in my household when I was really young. But I just the new consoles are so expensive, so that's not really where my priorities were. Well, who has seen Skeleton? No, What is that? it's the Jude Law. No, I'm just saying because I feel like if you're such a fan, you're the first one to want everything. I don't know. I've seen Ewoks, like even like that like old school cartoon series that doesn't feel. Das ist okay, wahrscheinlich im Kopf hat. Sehr witzig. Ja, das war besser als Apple. Die ganze Folge davon. Ja, vielleicht das aus Ende bringen soll. Was, du nimmst mal einen Stream, das dann machst und ich kann jetzt ins Bett gehen? Na, vielen Dank. Das ist doch sehr nett. Das ist doch sehr nett von dir. Das?
about Star Wars? Welche sind die mit denen Anakin? Well, I know I first noticed since I was standing so close to him that maybe his hands were shaking. Why is he so nervous if he really is a fan? I voted for Faith because I felt like with her connection to George Lucas, that could help her learn a lot about Star Wars without actually being a fan. As soon as she tied it to an essay, it really like cemented that as her stance. I just felt like Hat George Lucas Story, Alter, das kann so richtig ausgedacht sein. Die da reinbaut, das ist einfach. Ah, schwierig. Ja, alle irgendwie was erzählen. Ja, das wirst du nicht machen, Alter. Was machst du jetzt mit Marco? Ja, aber Übung macht ja den Meister. Is between so please step forward. this is team. This is team. Ja, ich würde sagen, die, Ready, full 30 seconds on the clock starts. die gesagt haben, mit Anakin auch so. Und so weiter. My most recent essay in college was about how Star Wars was George Lucas's space western. He also has a space western with pirates. I personally also think Princess Leia is a feminist. That's just my opinion. Nee, das ist doch nicht straight. Maybe Was like, ich nie yes, gesagt I habe, can do anything because I can go out. I can go have lightsaber battles. Actually, says Right now, go. Okay, all right, clock reset and go. okay. So I am a Star Wars fan. I've been a Star Wars fan for as long as I can remember. My role model, my favorite character is actually Ahsoka. I was in like the Ja, era, das ist so schwierig, Clone Wars. die Hüte war I don't know so, if it's canon anymore, but the die show erste so, was like my favorite thing to watch. I actually did love the Ahsoka series. I loved bringing back Hayden Christensen, my first and forever crush. I think that she's a great character because she is a girl. She's just a girl, but she fights. She's true to her values. ja, ist richtig. This is the I way. know. I was like, these haters just don't like that I don't like Jar Jar Binks. That's literally it. Excuse me. I have an announcement to make. FOMO. Oh, great. Okay. There has been a disturbance in the Force, and one person among you has turned to the dark side. So the mole has an ally in this group. The ally is working against all of you to support the Empire. How big? The rule of two. The rule of two. The rule is whoever it is, say, I'm the spy when you get voted out, please. I'm the spy. It kind of made the game a little bit trickier because it was hard. Na, nicht wirklich. Ich kenne noch jemanden, Alter. Ja, war ne. Schlecht vorgetragen wurde. Ja, kannst du halt nichts sagen. Absolut nicht. So. Aber gut, ne, man ist auf uns schwimmen müssen. Ne? Das ist jetzt ja mehr abgestürzt, aber was nicht. Einmal kurz hat's gerannt, aber da ist nichts abgestürzt. Also das Game zumindest nicht, das schon völlig frustrierend.
Ja, aber das ist schon crazy. Okay, darüber reden wir jetzt. Aber einen schlechten Job ist aber auch nicht. Aber man, da kostet halt auch arsch klein, Alter. Ich sperre nicht an sich, wie die Straße die haben im Lager, wenn das klappt. Aber auch mit Gorman und dem Standardisierung. Das ist nicht wieder so die Norm oder sowas direkt. Das ist die Wörter, die auch so die Norm macht. Oh. Und ich bin sonst auch gegen gerade. Ja, schafft wahrscheinlich wirklich nicht. Ja, schaffst du dann wahrscheinlich nicht. Und direkt alles sehr gut. Alter. Super. Ja, kommt so Musik, dann kommt der Ton. Wahrscheinlich. So ist es. Das ist ein sehr toller Witz. Alle Abstimmungen. Was ist denn auch? Ja. Also, so muss es haben. Nee. Das wäre ein bisschen weird. Von jemandem, der in keiner Beziehung mit ihr verwandt ist. Dann musst du erst einen DNA-Test vorlegen. Das willst du am neuen Finger. Also brauchst du nicht mal den Finger.
Nee, die kannst du nicht bei reinpacken, das klappt so nicht. Komm, bitte halten Sie durch. Haha. Ja, du hast mir ja beigebracht, wie das funktioniert. Du hast mir halt deine Ausgabemöglichkeiten dafür gezeigt, wo du immer selber so hingehst. Hm. Wo die Leute, ich habe ja weggeguckt. Und ich finde diese ganzen Diskussionen darum irgendwie auch sich darüber zu beschweren und dann wieder irgendwelche Kommentare oder so, das muss ich mir geben, mit lass die doch auch machen. So jeder so fliegen, wie er möchte und Spaß damit haben. Ja, das finde ich dann immer so, weiß nicht, so ein bisschen lächerlich. Also, warum muss man das jetzt so diskutieren? Ja, genau, dann ging es hier, genau. Das ist völlig unsatisfying, weil die jetzt wieder versuchen, man halt nicht da oben zersmasht. Toller Witz. Die wollen. Ja, ein toller Witz, das genau, ja. Sehr lustig. So. Ja, auf jeden Fall. Okay.
Okay. Für Stories. Wir schauen uns heute mal wieder die größten Racheakte der Welt an. Und damit meine ich natürlich Crow Revenge. Deswegen, falls es euch gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Die erste Geschichte heißt, wir haben einen gierigen Vermieter zurückgezoomt. Und es war ehrlich. Das ist erstmal ein englisches Wort, bedeutet nur, dass ein Verkäufer ein Angebot zum Hauskauf annimmt, die Immobilie aber am Ende doch an jemand anderen verkauft, der mehr bietet. Something very big just happened in the pages of Legacy of Vader, a comic that explores Kylo Ren's journey into Darth Vader's past. In this issue, number 3, Kylo Ren isn't just chasing a legacy, he comes face to face with Vader. For the first time in canon, Darth Vader speaks directly to Kylo Ren. This moment is unlike any other that we've seen with Kylo Ren in the sequel trilogy because he has never spoken to Anakin's Force Ghost before, or anything like that. This isn't just a Force vision, it's a psychological breaking point, a confrontation between myth and reality. It reveals more about Kylo's pain, his arrogance, and his desperate search for identity than anything we've seen before. So let's jump into this comic to see how Vader appeared to Kylo Ren in a vision and what was said between them. After taking the mantle of Supreme Leader and killing Snoke, Kylo Ren's war wasn't with the Resistance, it was with his own legacy. He wanted to understand Darth Vader, not just as a symbol, but as a man. To do that, he traveled to Tatooine with Van A, Vader's twisted old servant, seeking the roots of Anakin Skywalker. Tatooine was where it all began, for Anakin and for the Skywalker bloodline. But when Kylo arrived, he didn't find clarity, he found a trap. Gardulla the Hutt, ruthless and opportunistic, captured Kylo. Shackled to the wall, bruised and exhausted, Kylo was tortured. Gardulla mocked him, taunting his heritage, calling him nothing. She didn't know or didn't care that she had chained the Supreme Leader of the First Order into dungeons. That only made Kylo more furious. Gardulla didn't torture him for information or negotiation. She did it as punishment. As Kylo screamed and convulsed beneath the humiliation cut deep into the pain. For Kylo, the chains weren't just physical. They represented every failure he had made, every expectation that he hadn't met. His parents had tried to raise a hero. His uncle Luke had tried to train a Jedi, and Snoke had tried to forge a weapon. And now, here he was, stripped of everything but his anger. Kylo tried to assert control, even while shackled. He warned Gardulla to release him, or her suffering would never end. But she only laughed. She responded. Ja, Musik, oder? Ja. Für die Gesundheit. You are loved, she said. But because they weren't just insults, they were echoes. Kylo had heard them before. He began to ring. The longer he stayed captive, the more his it made a psychological collapse. And it's here, at this breaking point, that Gardulla sent him into a vision. Eventually, she decided to take a break from electrocuting Kylo, instead flooding the chamber with some sort of hallucinogenic gas, which she said would make him dream of visions of the past and future. As the gas takes hold of him, the world changes, the fire dims, the room falls into shadow, and from that shadow emerges Darth Vader.
not as a comforting presence or a spirit, but as a force of nature. Everything is bathed in red light. Rebel soldiers are panicking, firing their blasters at the Sith Lord, who ignites his red lightsaber to deflect their attacks. Vader slaughters every soldier in his path with precision, controlled and relentless. Kylo watches. Verboten. Obwohl er das gemacht hat. Jetzt denke und so weiter. Worry. Ich will nicht länger leben als Kommando, Alter, bitte nicht. Mesmerized and terrified. This is what he idolized. The raw power, the fear, and the control. Kylo says, "You are magnificent. Please, I need your guidance. Speak to me, grandfather." Vader slowly. This is what Kylo wanted. His entire life has been a pursuit of Vader's shadow. And now, for the first time, the shadow speaks to him. "You ask me for help?" Vader says. There is no warmth, no recognition, only expectation. The vision shifts to show Kylo as he is in the present moment, shackled in chains. "Everything that made me magnificent that made it alone," Vader says. Also way too far, leaving him alone and helpless. The vision fades, and Kylo surprisingly calls out for Duelist to command him again. And then he is electrocuted, his body seizing as the lightning cracks around him and Duelist's voice echoes, "Obey." Kylo screams in defiance, but the electrocution doesn't stop. The chains dig deeper, the lightning grows brighter. "Obey." Over and over, Duelist demands submission. Kylo uses the pain of the defeat and his anger to fuel his power in the dark side, until finally he screams, "No, I will not." And with that final cry, the chains shatter, a shockwave explodes outward, and something inside Kylo has changed forever. Kylo crawls from the rubble. His spirit is still burning. He stumbles into the desert, and shortly after, he faces a massive horned beast. He doesn't hesitate. He slaughters it with brutal force and carves its hide into a cloak. This is a transformative moment for him. The chains are gone. Vader's throne is irrelevant. The galaxy's opinions don't matter. He is alone, and his lose their clarity. When night falls, he kills two strangers and uses their transmitter to speak to General Hux, ordering him to destroy the coordinates of Duelist fortresses after a certain amount of time. Seeking vengeance, he returns to the palace and retrieves his legacy, slaughtering everyone in his path. As the entire place is blown to ash by first to himself, no. Back aboard his ship, Kylo sits alone. Vene contacts him, eager to know what Kylo experienced after he went from Kabul. "Did you find what you were looking for?" Vene asks. Kylo answers, "Yes, I am alone." Vene mistakes this for spiritual delivery. He says this is only the beginning. Still, Kylo agrees to continue on his mission to learn more about Vader's past and his legacy, promising to meet Vene on Naboo. Vader's appearance in the vision was not random. He wasn't speaking as a grandfather. He wasn't even speaking as Anakin. He was speaking as the embodiment of fear and power. He left Kylo alone and demanded that Kylo admit something to himself. Perhaps it was his weakness or his identity. Perhaps it was the truth that Kylo was nothing like him. Vader took his power from the pain of his past, and he had done it alone. That is what Kylo needed to know. When Kylo finally says, "I am alone," it's not defeat, it's he no longer has a master or a mentor. He has no one left to follow. And for the first time, that's not terrifying to him. It's liberating. The vision of Vader didn't destroy him, it forged him into something new. The power he wields now isn't inherited, it's Vader's, it's his own. It's untapped.
Okay. Ja, Leute, die hier sehr genug sein. At this moment, Peter has Dann stopped euch. trying to become Vader. Now he's something else entirely, even though he's still willing to learn about it. Aber jetzt schon mal nicht so. Das für die jetzt nichts mehr. Das wird Joke, also. Oh, das wäre. Ja, schon kann lassen, keine Ahnung. Nächstes Schönes an, macht das Ende. Jetzt machen wir mal Uwe, Leute. Dann. Tschüss. Bye, gute Nacht, lasst euch gehen und bis zum nächsten Mal und Nacht und ciao ciao und Water und